Das kocht das Wasser. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind schon auf dem Sprung. Heute geht es für uns nach Saint-Pierre. Das ist für uns eine kleine Zwischenstation zum Auschecken. Und dann geht es die Woche weiter nach Dominica. Schaut gut aus. Geht gleich los. Während wir unsere Zeit in der Karibik noch genießen, werden diese Boote mit dem Frachter wieder über den Nordatlantik zurück nach Europa gebracht. Krass! Das ist immer das Gleiche. Wir fahren aus der Bucht raus, wollen eigentlich Segel setzen, haben wir schon wieder einen Squall im Nacken. Der Wind schießt schon wieder über 30 Knoten. Ja, motoren wir halt weiter. So gerne mal auf diesen Felsen drauf und würde ihn erkunden. Ich würde gerne segeln. Wir sind gleich hinter der Inselabdeckung. Fort de France Bucht wird gesegelt. Gerade am Kette reinigen. Wir haben an Le Marin irgendwie so ein Kraut hier dran bekommen. Und mit dem Ankerkasten stinkt es dann richtig und wir haben einen Luftdurchgang von der Bugskoje in den Ankerkasten. Das kann man sich vorstellen, dass es dann bei uns im Bett auch nicht wirklich gut gerochen hat. Deswegen erstmal alles hier wieder putzen und dann stinkt es nicht mehr so nach Fisch im Boot. Wir fahren jetzt mal mit dem Dingi vor in die Stadt. Wir brauchen noch den Antigen-Test für Dominica und ja, müssen noch ausklarieren, damit es dann morgen auch endlich losgehen kann. Ja, wir haben mittlerweile 3 Schlösser, eins für die Manatee, dann eins für den Außenborder von unserem Dinghy, also unserem Minitee und dann noch ein Schloss, um das Dinghy an den Steg festzumachen. Aber ganz ehrlich, das bringt eigentlich nichts. Wenn die unser Dinghy haben wollen, dann würden sie sich das auch einfach nehmen. Wir haben den Vorteil, wir haben immer das kleinste, das günstigste Dinghy.
So, wir haben heute alles erledigt und wir können morgen nach Dominica segeln. Dazu braucht man aktuell einen Antigentest, den haben wir hier gemacht. Der hat auch nichts gekostet und ja, unser Ergebnis war negativ, etwas positiv gesagt. Nein, war negativ. Dann würden wir hier bleiben. Ja, und dann haben wir ausklariert, ja, war auch kein Problem. Und dann haben wir die ganzen Dokumente an einen Agenten geschickt nach Dominica. Die Nummer haben wir hier über einen Kumpel bekommen. Und dieser Agent, der managt dann für uns das Einklarieren. Wir wissen jetzt nicht, ob man so einen Agenten zwingend braucht. Wahrscheinlich würde es auch ohne gehen. Aber da Dominica ziemlich in Mitleidenschaft gezogen wurde durch Corona, weil die wirklich von Tourismus abhängig sind und ja sowieso schon arm sind, sind wir auch bereit, dann 8 US-Dollar zu zahlen. Genau, und wir werden uns da sehr wahrscheinlich auch einen Guide erstmals holen, der uns dann die Insel zeigen kann oder mal eben eine Wanderung mit uns machen kann. Darauf sind wir auch schon sehr gespannt. Ja, jetzt genießen wir noch den Abend. Und dann geht's morgen los. Guten Morgen, wir legen gleich ab, es ist 8 Uhr, heute geht es nach Dominica. Wetter sieht aktuell noch gut aus, aber es kann wieder alles dabei sein. Wir hoffen, dass wir segeln können und dann würde ich sagen, starten wir den Motor und los geht's. Seeventil, zack, ist offen, Strom. Wie ein Jungspund. Gerade macht es mal zwischen der Passage Spaß. Wir kommen so 16 bis 20 Knoten Wind. Das alles auf halb bis am. Und ja, wir knacken regelmäßig die 6 Knoten, auch mal kurz vor der 7. Also die Manatee, die hat gerade Spaß. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei 20 Knoten Wind. Ich warte noch. Gucken wir mal. War jetzt viel schneller reingeklippt, die Kette. Und jetzt fahren wir mal einen schönen Halbwind mit der Windpilot. Ja, macht sie ganz gut. Schaut doch gut aus. So. Das reicht. Was für jetzt, du kämst aus der Wüste. Ja, so ähnlich fühlt sich das da draußen auch an. In Dominica. Ja, wir sind jetzt hier angekommen. Sieht schon mal sehr schön aus. Uns wurde gerade geholfen. Alles tipptopp. Wir sind jetzt an der Mooringboje. Ankern ist hier wohl sehr, sehr schwer, weil es recht schnell sehr tief wird. Und ja, wurden herzlich empfangen. Es kommen noch Freunde von uns hier an. Dann haben wir hier so ein kleines deutsches Eck. Ja, wir fahren heute so ein bisschen über die Insel. Und Dominica wird auch Nature Island genannt und man merkt auch recht schnell warum. Hier ist wenig erschlossen und alles voller Urwald, also
Ein Traum. Kostet 5 US-Dollar nur an den Strand hier zu gehen. Abzocke? Nee. Gucken wir mal an. Das ist mein Gym. Ein Workout. Mhm. Gestern waren wir selbst mit dem Auto unterwegs und haben uns die Insel angeguckt. Heute haben wir einen Guide, der zeigt uns die Berge, der zeigt uns einen Süßwassersee, der wird uns ein paar Wasserfälle zeigen und der Drehorte von Fluch der Karibik 2. Ein Großteil des Films wurde hier nämlich auf Dominica gedreht. Wir werden gleich von den Fischern abgeholt, die bringen uns zu unserem Guide. Und ja, man kann hier sagen, die Leute hier sind super freundlich, super hilfsbereit und man fühlt sich hier nicht als Tourist, sondern man ist einfach dabei und sind keineswegs aufdringlich. Am 18. September 2017 traf der Hurrikan Maria Dominica. Dieser beschädigte mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 277 km/h 90% der Häuser auf der Insel. Darunter auch viele wichtige Einrichtungen, sodass zum Beispiel das Trinkwasser knapp wurde. Wir sind hier gerade mitten in den Bergen auf Dominica und haben einen Süßwassersee gefunden. Es ist wunderschön hier, wir sind so begeistert. Das ist atemberaubend hier. Also, ich glaube, einer der schönsten Trails, die wir jemals gegangen sind. Ist ein bisschen anstrengend, aber jeder Meter lohnt sich einfach. Also, ich bin ein bisschen sprachlos. You know the smell of it, pass it on. You tell me what is it. Yeah. Fruit flower? Oh yes, yes. That's avocado. Avocado. Zimt. Yeah, avocado. You want to go to Papa? Okay, that's one. Die Trafalgar Falls werden auch Mama und Papa genannt. Wir sind zu dem Papa-Wasserfall geklettert. Hier war eine heiße Quelle, in der wir gebadet haben. Das Wasser beider Fälle wird zur Stromgewinnung genutzt. Dicke Rohre leiten das Wasser direkt zum Kraftwerk in Trafalgar. So, wir sind wieder unten, wir haben es geschafft. Ja, es war schon gut anstrengend, aber mit dem Guide war es kein Problem. Der hat uns gezeigt, wo man am besten lang geht, wie man am besten wohin tritt. Ja. Es war mega. War es absolut wert da hoch, ne? Also der Wahnsinn. Es ging weiter zum nächsten Wasserfall. Dazu sind wir durch diese schöne Schlucht geschwommen.
Hier wurde eine Szene von Fluch der Karibik 2 gedreht. In den Wänden sah man noch die Löcher für die Beleuchtung und am Grund lag noch eine Traverse. Am nächsten Tag sind wir zu dem Champagne Reef gefahren. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, warum es diesen Namen trägt. Hier soll es unter Wasser aufgrund entweichender Gase blubbern. Die vulkanischen Aktivitäten auf Dominica sind echt beeindruckend. Das ist ein Kettenglied von der Ankerkette von damals einem spanischen Schiff, das Rum und Silber an Bord hatte und die Insel hoch und runter gefahren ist, aber hier bei Dominica das Riff komplett übersehen hat. Und dann war das schön. Das heißt, die Abdrücke im Gesicht von der Tauchermaske. Zu erzählen, wo wir sind. Bubble Beach. Bubble Beach, aber ich sehe noch keine Bubble. Ne, ich sehe auch keine Bubble hier. Der Boden hier war an einigen Stellen richtig heiß. Und schaut mal, wie es unter Wasser aussieht. Wir sind gerade auf dem Sprung zum Boiling Lake. Die Wanderung heute wird ziemlich hart. Ein Freund von uns hat die letzten Tage schon gemacht und hat gemeint, ja, es sind einige Stellen, die damals vom Hurricane zerstört wurden. Jetzt hängen da nur noch Seile und da müssen wir dann die Wände hoch und runter klettern. Also ja, bin mal gespannt, wie es heute wird. Ja, noch ist recht entspannt, es soll aber noch etwas abenteuerlicher werden, aber wunderschön hier. Das ist ein guter Aufstieg. Und es ist hier auch so steil, direkt neben dem Weg. Also in Deutschland wäre hier ein Geländer.
hier ist richtig warm. Also unfassbar, hier kommt aus allen Öffnungen irgendwie so heißer Wasserdampf raus oder heiße Gase. Und das ist schon sehr unweglich hier. Also das kocht, das Wasser. Der Boiling Lake liegt auf einer Höhe von 800 Metern über dem Meeresspiegel und ist 59 Meter tief. Die Temperaturen am Ufer betragen bis zu 91 Grad. In der Mitte kocht es. Es ging denselben Weg 3,5 Stunden zurück. Gegen Ende haben meine Beine vor Anstrengung gezittert. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Ja, die Segel sind angeschlagen. Wir liegen aktuell noch vor Roseau und heute geht es für uns nach Portsmouth. Genau, es sind so 20 Seemeilen, also nicht so weit. Heute ist wenig Wind, aber ja auch kaum Welle. Mal sehen, ob wir segeln können. Ja, schön wäre es natürlich, ne? Ja. Ansonsten kommt die Angel hinten raus heute mal wieder. Ja, noch ist kein Wind da. Wir haben jetzt so 6 Knoten Wind, noch ein bisschen zu wenig. Ja, vielleicht kommt es gleich noch, dass wir etwas segeln können, das wäre schön. So, wir gucken, ob wir das Vorsegel hochziehen können. Segel hochgezogen, schon wieder nur 7 Knoten Wind. Naja, heute wird es Motorsegeln, denke ich mal. So, wir sind wieder unter Motor. Der Wind ist eben hochgegangen auf bis zu 30 Knoten. Wir sind dann in den Wind gesteuert und haben das Vorsegel runtergenommen, dann das Groß auch. Es war einfach zu unbeständig. Wir werden gleich abgeholt. Heute geht es für uns an den Indian River. Das ist einer der Drehorte von Fluch der Karibik 2. Da steht das Haus von der Tia Dama oder auch der Calypso. Und wir sind echt gespannt, wie es dort aussieht. Jetzt geht's in den Dschungel.
Ja. All of them is open, so you can open them one by one. Just open up. Ja. It is here for you to Zucker. Zucker. Ja, wir haben jetzt 10:30 vormittags. Da kann man sich schon mal einen Trink genehmigen. Wir haben ja gesagt, hier in der Bar guckt man nie auf die Uhr, deswegen kann man immer trinken. So, wir sind zurück von der Indian River Tour. Es hat uns super gut gefallen und damit beenden wir auch dieses Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir können sagen, wir hatten eine mega Zeit hier in Dominica. Wir sind so positiv überrascht. Ja, die Insel hat es uns wirklich angetan. Hätten wir nicht gedacht, dass es so schön hier wird, von der Landschaft, der Natur. Aber was am meisten heraussticht, sind die Leute, würde ich sagen. Ganz klar. Die sind super freundlich, super nett, nicht aufdringlich. Man fühlt sich nicht wie ein Tourist hier. Man fühlt sich zu Hause hier. Also man gehört dazu. Besser kann man es nicht beschreiben. Man wird nicht komisch angeguckt. Es ist ganz normal, dass man dabei steht. Man wird freundlich aufgenommen. Ja, es wird schwer zu toppen sein. Und es ist jetzt auch so, dass man hier ab heute keinen Test mehr benötigt. Es reicht, geimpft zu sein. Also Leute, segelt nicht einfach an der Insel vorbei, weil Guadeloupe auch Europa ist oder Martinique, sondern macht hier einen Stopp und genießt einfach die Natur und die Landschaft. Und die Menschen. Und die Menschen. Ja, für uns geht es jetzt die nächsten Tage weiter nach Guadeloupe. Wir sind da natürlich auch wieder gespannt. Wir hoffen aber, dass jetzt Dominica uns nicht die gesamte Reise zerstört hat, denn für uns hatte Dominica einfach alles. Also nicht nur tolle Strände, auch eben Natur, Berge, Landschaften, das ist das, was uns gefällt. Aber ja, wer weiß, was da noch kommt. Wir sind sehr gespannt. Genau. Aber ich denke mal, uns werden noch schöne Orte erwarten. Ne?